Oh, hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute, an einem wunderschönen Donnerstagabend. Wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar, wir gucken heute auf KI-Projekte und was erfolgreiche KI-Projekte ausmacht. Da bringen wir zum einen eine Studie mit, einfach, dass wir sehen, was erfahrene KI-Experten im Dachraum zu diesem Thema sozusagen haben und was wir davon lernen können. Auf der anderen Seite bringen wir auch Erkenntnisse aus der Praxis, aus unserer Praxis eben mit, um darüber zu sprechen, was genau KI-Projekte denn erfolgreich macht. Das Seminar führen Spryfox und CoImprove zusammen durch. Wir sind zwei Firmen, die eine Partnerschaft eingegangen sind, eine KI-Beratung und eine Managementberatung. Und wir hoffen, dass so im Laufe dieses Webinars auch ein bisschen klar wird, warum diese Partnerschaft super viel Sinn macht, gerade wenn es um die Einsetzung von KI in Unternehmen geht. Eine kurze administrative Sache einfach am Anfang nur, wenn Sie Fragen haben oder wenn ihr Fragen habt, einfach oben in der Leiste gibt es einen Q&A-Button. Einfach reinschreiben währenddessen. Wenn Fragen gut reinpassen, nehmen wir die einfach währenddessen auf. Ansonsten haben wir zum Schluss auch Zeit reserviert, um noch eine weitere Diskussion zu führen. Bevor wir einsteigen, würden wir uns gerne vorstellen. Andreas, machst du den Anfang? Kann ich gern machen, ja, danke Christian. Also mein Name ist Andreas Grohmann, ich bin Geschäftsführer der CoImprove. Zu unserer Beratung sage ich gleich noch ein Sätzchen zu mir persönlich. Ich bin seit 2018 Unternehmensberater, war davor 17 Jahre in der Automobilindustrie, von Hause aus BWL und Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaftsinformatik. Ja, und bin ganzheitlich an den Themen Strategie, Prozesse, Organisation dran. Und da ist KI heutzutage sowohl in unserem Beratungsalltag als auch bei unseren Kunden nicht wegzudenken. Und von daher bin ich froh, dass wir zusammen mit Spryfox so eine tolle Kooperation haben und dieses Thema gemeinsam zum Einsatz bringen. So viel mal kurz zu mir. Christian, magst du ein Danke dir. Sätzchen? Auf jeden Fall dann ein paar kurze Worte zu mir. Christian Debes. Ich bin einer der Gründer von Spryfox und leite dort den Unterbereich Datenanalyse und KI. Mein Hintergrund ist tatsächlich auch in dem Bereich. Ich habe in maschinellen Lernen promoviert vor vielen Jahren und bin dann die letzten 15 Jahre in der Industrie unterwegs gewesen, um KI-Lösungen zu bauen in vielen verschiedenen Bereichen. War immer an der Schnittstelle zwischen Technologie und Business unterwegs. Und neben der Tätigkeit bei Spryfox bin ich auch noch Lehrbeauftragter an der TU Darmstadt für das Thema Data Science. Super, sagen wir kurz ein Sätzchen noch zur Firma CoImprove. Ist eine Managementberatung mit dem Schwerpunkt in der Produktentstehung, also alles, was zwischen Idee und ja, Markteinführungen liegt, ist so das, was wir im Lebenszyklus eines Produkts abdecken. Gehen wir kurz drüber. Branchen, wir arbeiten im Schwerpunkt für die klassische Fertigungsindustrie mit einem Schwerpunkt in Automobil, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektronik, aber auch Medizintechnik und Wehrtechnik sind Felder von uns. Produktentwicklung, wie gesagt, das eine große Thema. Das zweite ist agile Transformation, insbesondere mit, sag mal, agilen Arbeitsweisen in der Hardware. Dort, sag mal, auch mit einem hohen Footprint und, sag mal, einige Projekte auch an der Ecke gemacht. Und Leistungsangebot, Strategie, Prozesse, Organisation, habe ich schon gesagt. Unsere Berater und auch ich haben alle einen vergleichbaren Lebensweg, kommen nämlich aus der Industrie und sind dann nach 15, 20 Jahren eben ins Beratertum gewechselt. Das heißt, wir haben eine hohe Industriekompetenz und Fachkompetenz. Unsere typischen Ergebnisse ist Beschleunigung. Heutzutage ist das Thema Time to Market natürlich ein wesentliches, aber auch natürlich Termintreue und Effizienzsteigerung. Alles Felder, wo insbesondere auch der Einsatz insbesondere generativer KI einen hohen Sinn machen kann. Und vielleicht eins noch, was uns als CoImprove auszeichnet. Wir sind sehr menschenorientiert, also in unserer Beratung steht der Mensch im Mittelpunkt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass gute Lösungen nur entstehen, wenn man sie miteinander durchdenkt und erarbeitet. Und das gilt auch für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Auch das ist ein Thema, das, sagen wir, Menschen bewegt. Und wenn ich die an der Stelle nicht entsprechend mitnehme, dann wird die beste Lösung wahrscheinlich schwierig umzusetzen.
Das mal ganz kurz zu unserer Firma, um zu verstehen, was wir in diese Kooperation einbringen, nämlich im Wesentlichen das Thema Branchenwissen und Produktentstehungswissen. Danke dir, Andreas. Dann gehen wir ganz kurz rüber zur Firma Spryfox. Einfach ein paar Worte dazu. Spryfox ist eine kleine, aber feine KI-Beratung aus Darmstadt. Was wir machen im Kern ist, wir helfen Firmen auf dem Weg der Transformation mit Hilfe von KI. Das bedeutet zum einen, gucken wir uns die KI- und Datenlandschaft an. Das heißt, wir helfen zum Beispiel mit, gerade in dieser heutigen Zeit, wo es gefühlt alle 24 Stunden eine neue KI-Lösung gibt, helfen wir, eine KI-Strategie aufzubauen, eine Datenstrategie aufzubauen und dann zum Kern zu kommen, dessen, was wir eigentlich am liebsten machen, nämlich KI-Lösungen zu bauen und zu delivern. Da haben wir eine Menge Kunden, die uns da in dem Bereich vertrauen. Wenn man auf diese Kunden guckt, wird man relativ schnell feststellen, dass wir eigentlich sehr branchenunabhängig, sage ich mal, unterwegs sind. Unser Fokus als Technologiefirma ist es wirklich, diese Lösung zu bauen und dann auszurollen. Kommen wir jetzt zum Thema des Webinars. Worum geht's? Wir fangen an hiermit, wenn ihr genauso viel auf LinkedIn unterwegs seid wie ich, kommen einem verschiedene Studien um die Ohren geflogen, die alle darüber reden, wie viele KI-Projekte denn so scheitern. Und typischerweise liegen die Prozentzahlen so im Bereich 60-80%. Einfach, wenn wir darauf gucken, KI-Projekte in Unternehmen gibt es jetzt inzwischen schon seit einiger Zeit, angefangen bei Projekten des maschinellen Lernens bis hin zu jetzt generativen KI-Projekten. Das heißt, man hat eine relativ gute Datenlage, um zu sagen, okay, wie viele von denen schaffen es eigentlich wirklich eine Wertsteigerung zu bringen und werden auch benutzt. Und viele Unternehmen gucken auf Erfolge zurück, aber gucken auch auf so eine Art KI-Projektfriedhof, sage ich mal, zurück in den vergangenen Jahren, um zu sagen, okay, viele Ideen haben einfach nicht funktioniert. Und da ist die Frage, woran liegt das genau? KI insbesondere als eine sehr risikobehaftete Technologie natürlich. Gleichzeitig, wenn Sie, egal welche Zeitung Sie lesen, die Zeitungen aufschlagen, sieht man, wie stark eigentlich KI unsere Welt verändern wird. Ob es unser eigenes privates Leben ist, ob es die Arbeitswelt ist, ob es die Transformation von Firmen ist, neue Produkte, neue Prozesse. KI wird die Art und Weise, wie wir arbeiten und die Art und Weise, wie wir Produkte denken, komplett revolutionieren. Und die Frage ist in dem Bereich auch viel weniger, wird das nächste Modell, wird das nächste ChatGPT Version 6 oder 7 zweimal besser oder 5-mal besser sein als ChatGPT 5. Das ist nicht die große Frage, sondern allein mit den Modellen, die wir heute bereits haben. Das heißt, selbst wenn wir sagen, wir nehmen das Modell, das Sie und ich alle heute früh benutzt haben, als Basis, selbst mit dem, dieses Modell und dieses Wissen und diese Technologie in die Unternehmen zu bringen, ist schon eine riesige Herausforderung und wird in den nächsten Jahren zu unglaublich vielen Transformationen führen. Das heißt, wenn wir diese beiden Themen zusammenbringen, zum einen KI ist eine Technologie, die in den vergangenen Jahren häufiger zu gescheiterten Projekten geführt hat. Gleichzeitig ist es genau die Technologie, die unsere alle Arbeitswelten unserer Firmen revolutionieren wird. Die beiden Sachen beißen sich ein bisschen. Und da ist es spannend, auf eine Studienlage zu gucken. Wie gesagt, es gibt verschiedene Studien zu dem Thema. Wir haben einfach gesagt, lass uns mal eine eigene Studie machen, und zwar speziell im Dachraum und speziell wirklich KI-Experten, die in dem Bereich schon seit vielen Jahren arbeiten. Das heißt, wir haben gezielt 64 KI-Experten angeschrieben, die selber KI-Produkte mitentwickelt haben oder als Manager oder in beiden Rollen tätig waren. Und wie man an dem mittleren Chart sieht, haben die meisten wirklich viele Jahre, das heißt 5 bis 10 oder mehr als 10 Jahre Erfahrung, KI-Produkte in der Industrie umzusetzen. Wenn wir uns dann angucken, wie häufig waren diese KI-Projekte eigentlich erfolgreich, landen wir eigentlich bei dieser ernüchternden Zahl von unter 25% als häufig angegebenste Antwort, die hier rauskommt. Wenn wir das alles zusammenführen, kommt ungefähr raus, dass wir sagen, okay, 2/3 aller KI-Projekte, die diese 74 KI-Experten aus dem Dachraum in den letzten Jahren umgesetzt haben, waren leider nicht erfolgreich. Und jetzt ist natürlich wichtig, was können wir daraus lernen? Das heißt, eine der Fragen, wir haben mehrere Fragen gestellt. Wir schicken im Nachgang an das Webinar auch gerne die Studie, in der man die ganzen Antworten und Statistiken sehen kann. Aber die Hauptfrage, die wir natürlich gestellt haben, ist, was läuft denn schief? Also wenn Sie als KI-Experte zurückgucken auf die vergangenen 10 Jahre und all die KI-Projekte, die umgesetzt wurden, was waren denn die Merkmale von den Projekten, die gescheitert sind?
Und da kommen eigentlich zwei große Punkte mit raus. Und zwar zum einen das Thema Stakeholder Management. Das heißt, alles, was damit zu tun hat, wie tief war die Business-Integration, wie war das Erwartungsmanagement, die Erwartungshaltung, die ROI-Estimation. Das heißt, gab es irgendwo einen Punkt mit drin, um zu sagen, können wir diese Technologie in Euro übersetzen oder nicht? Das Thema zu hohe Erwartungen und speziell das Wort Magie wurde auch relativ häufig verwendet. Das heißt eben eine Erwartungshaltung an die KI, die gar nicht gerechtfertigt war. Sehr viele Themen auf der Seite. Das war der Punkt Nummer 1, der genannt wurde. Punkt Nummer 2 ist ein technischerer Punkt, nämlich das Datenfundament. Das heißt, in ganz vielen Fällen wurde berichtet, dass die Datenqualität vielleicht gar nicht mal so gut ist, wie man anhand der PowerPoint-Präsentation, die in der Firma rumgeistern, vielleicht hoffen mag. Das heißt, irgendwo da drin gab es vielleicht mal eine Beratungsfirma, die reingekommen ist und gesagt hat, alles klar, Leute, ihr sitzt auf einer Goldmine hier. Und dann kommen die armen Entwickler und stellen fest, das ist keine Goldmine, das ist ein Acker. Der muss gepflügt werden und der muss gegossen werden, bevor wir hier überhaupt etwas machen können. Das heißt, diese beiden Punkte sind eigentlich super interessant. Auf der einen Seite die Business-Seite, das heißt das Erwartungsmanagement, die Integration wirklich in die Business-Prozesse und eine klare Formulierung vom Return of Investment, den wir überhaupt hinkriegen können. Und auf der anderen Seite das Datenfundament, das heißt einen wirklich ehrlichen Blick, der drauf sagt und sagt, ja, diesen Case wollt ihr umsetzen. Ich verstehe, warum ihr diesen Case umsetzen wollt, aber mit den Daten, die wir heute haben, ist das in der Form nicht machbar. Und je früher man das natürlich weiß, umso eher kann man vermeiden, dass ein solches Projekt dann auch scheitert. Umgekehrt haben wir natürlich dann gesagt, alles klar, jetzt gucken wir auf die erfolgreichen Projekte, das heißt diese 1/3 erfolgreichen Projekte, was können wir von denen eigentlich lernen? Und das ist wenig überraschend, hat das zu tun natürlich mit dem Stakeholder Management wieder, aber auch mit dem Geschäftswert. Das heißt, ein ganz, ganz klarer, nachweisbarer Mehrwert, dass wir Geschäftsergebnisse über eine technische Raffinesse stellen und dass wir sehr früh Erfolgskriterien und messbare Ziele haben. Unglaublich wichtig, gerade für die Entwickler, die zum Schluss diese KI-Lösung natürlich auch bauen müssen, zu wissen, okay, wie wird diese Technologie zum Schluss eine Hebelwirkung im Unternehmen überhaupt umsetzen, die sich dann manifestiert als eine Effizienzsteigerung oder Einsparung. Der zweite Punkt, das Stakeholder Engagement, das heißt zum einen Erwartungsmanagement, aber auch die Nutzer sehr, sehr früh, so wie Andreas vorhin gesagt hat, der Mensch im Zentrum, den wir damit reinbauen. Weil wir werden mit KI in irgendeiner Form einen Prozess entweder ändern, neu definieren, einen neuen Prozess vielleicht einbauen. All das hat in irgendeiner Form zu tun mit den Menschen, die im Unternehmen arbeiten und an diesen Prozessen arbeiten. Die müssen wir mitnehmen. Plus eine frühe Übersetzung von Tech zu Euro, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, das kam ganz oft raus, dass die Technologie zu groß gedacht war, kompliziert und man hat versucht, die neuesten Technologien hierfür zu verwenden, ohne wirklich zu wissen, okay, wie wird sich dieses plus 5% in der Technologie überhaupt übersetzen in den Eurobetrag, der zum Schluss gespart wird. Wenn man das anguckt, sehen wir eigentlich diese zwei Themen, wenn ich da nochmal ganz kurz zurückgehe. Das heißt, das Stakeholder Management, also den Business-Aspekt, der oft gefehlt hat in diesen KI-Projekten, plus das Datenfundament, das nicht geeignet war. Und wenn wir uns die beiden Sachen angucken, kommen wir eigentlich sehr schnell zu der Lösung, die wir auch anbieten. Und da würde ich an dich übergeben, wieder Andreas. Ja, gern. Also wir haben natürlich gerade in unserer Beratungswelt, klassische Fertigungsindustrie, seit Jahren eine wahnsinnige Erwartungshaltung an das Thema KI. Also zum einen, weil natürlich so diese Idee, Mensch, welchen Nutzen könnte das wohl stiften, ist das eine. Aber auch sonst werden unsere Kunden natürlich von Aufsichtsräten, von Eigentümern, von Geschäftsführern getriezt nach dem Motto, naja, guck mal, alle Welt macht da was, dann macht doch ihr auch was. Und sag mal, auch in unserer Wahrnehmung ist das dann gar nicht so leicht, irgendwas auf die Straße zu bringen. Und das war auch ehrlicherweise der Startpunkt der Kooperation mit Spryfox, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendein Format, wo wir, relativ am Ort des Geschehens gemeinsam Use Cases erarbeiten. Und wir haben ein ganz einfaches Vorgehen dabei für uns erarbeitet. Wir nennen das KI-Potenzial.
Workshop. Ich habe in den Bullet Points da auf der linken Seite sieht man ein Stück weit, was wir da machen. Also zum einen erläutern wir nochmal die Grundlagen. Auch das ist, glaube ich, immer als wichtig und richtig erwiesen, weil dann doch das Wissen einfach unterschiedlich ist, aber auch, sag mal, die Interpretation dessen, was es mit dem Thema KI auf sich hat, ganz, ganz wichtiges ist, um die gleiche Basis zu haben. Wir haben immer als Inspiration Beispiele dabei und dann nutzen wir, das ist dann so ein halber Tag, vielleicht ein Tag, in Summe die Zeit gezielt nach Use Cases zu suchen, in denen wir ganz einfache Fälle suchen, also wo stellt man einen Werkstudent ein, wo wünscht man sich, dass jemand einem Arbeit abnimmt, mit dem Schwerpunkt Blick auf Mustererkennung, sage ich mal, wenn wir über generative KI sprechen. Also das eine ist Mustererkennung, Analyseunterstützung, das andere sind ganz häufig irgendwelche kreativen Prozesse, wo man so eine Art Sparring eben sich wünschen würde. Wenn wir die Use Cases haben, dann machen wir, das ist das Bildchen da auf der rechten Seite, eine Bewertung, die sich daraus zusammensetzt, dass wir auf der einen Seite über den Geschäftswert sprechen. Das ist was wir als Cohnproof ganz gut können, nämlich aus unserer Erfahrung zu beurteilen, wie viel Wert läge denn in einer Automatisierung, in einem Einsatz von KI, welche Potenziale kann man heben. Und auf der anderen Seite, und das ist der Mehrwert in dieser Zusammenarbeit auch, dann eben mit Spryfox die Experten dabei zu haben, die das Thema Realisierbarkeit direkt bewerten und direkt eine Aussage drüber treffen können oder auch mit gezielten Fragen gemeinsam dahin führen können, ob das ein Feld ist, in dem man relativ schnell zum Ergebnis kommt oder, Christian, wie du vorhin gesagt hast, zum Beispiel Datengrundlage noch nicht da ist und man eben, bevor man überhaupt über einen Use Case nachdenkt, erstmal grundlegende Arbeiten machen muss, um dieses Datenfeld zu erschließen. Am Ende, sagen wir, beschreiben wir die Felder, die sich am meisten lohnen. Das ist klassische BCG-Logik. Oben rechts sind in der Regel die spannenden Themen. Da ist es bei uns auch so. Da wären jetzt die mit einem hohen Businesswert und einer hohen Realisierbarkeit. Und so findet man eigentlich immer am Ende eines Tages gute Anknüpfungspunkte, um einen ersten Piloten zu machen. Was wir dann auch noch machen, dass wir wirklich so den ersten Schritt, sagen wir, im Sinne Projektsteckbrief in dem Rahmen erarbeiten und da mit sehr konkreten, umsetzbaren Use Cases rauskommen. Und das erleichtert den Einstieg, weil auch das ist, glaube ich, hast du vorhin gesagt, Christian, ein Thema, so die große Lösung, das große Heilsversprechen ist dann in der Regel doch zu groß, um es beim Einführung einer neuen Technologie zu machen, sondern da lohnt es sich auch wirklich, spezifische Use Cases zu gucken und im Kleinen erstmal die Wirksamkeit zu zeigen und dann eben zu skalieren. Magst du noch einen Satz ergänzen, Christian, gerade zum Thema Realisierbarkeit? Das ist ja euer Metier. Genau, also da kommen wir in den Workshops eben mit rein. Das ist ja, wie wir vorhin gesehen haben, wenn das Datenfundament einfach fehlt oder wenn man zu frühzeitig Annahmen macht und sagt, alles klar, die Daten sind da, damit können wir schon arbeiten, das wird was. Wenn man diese Annahmen zu früh macht, ohne sie wirklich zu checken, läuft man sehr schnell in eine falsche Richtung und das sind dann zum Schluss auch die Projekte, die ansonsten scheitern würden. Das heißt, wir machen das wirklich im Workshop eben direkt schon. Und da stellen wir einfach eine Menge an Fragen. Das heißt, was sind die Quellsysteme, wie liegen die Daten vor? Seit wann werden die in der Form überhaupt aufgenommen? Gibt es zum Beispiel Data Owner für bestimmte Themen? Liegen die Daten strukturiert vor oder sind das Excel-Dateien, die entsprechend verteilt sind mit fragwürdiger Datenqualität? Das heißt, da gehen wir in die Detail rein, weil wir gucken natürlich aus Analytics-Sicht, sage ich mal, wenn es klassische Machine Learning-Algorithmen sind, gucken wir da drauf und sagen, alles klar, diese Größen, wir wollen ja irgendwas vorhersagen, sage ich mal meistens, oder irgendetwas optimieren. Ist dafür überhaupt die Datengrundlage da? Haben wir alles da, um ein Modell zum Schluss zu trainieren, das beim Kunden eingesetzt werden kann? Bei generativer KI ist es eigentlich nicht anders. Da gucken wir eher auf Dokumente. Das heißt, wir gucken da, um zum Beispiel einen hauseigenen Chatbot zu bauen oder ein Dokumentenextraktionssystem. Was ist denn da die Datenbasis? Worauf können wir dann zurückgreifen? Wir werden das später anhand von einem Use Case eben auch sehen. Aber auch da ist es häufig so, dass man Ideen hat, aber vielleicht die Daten noch nicht. Und das landet dann eher auf der linken Seite von diesem Chart, den Andreas beschrieben hat. Gut, so viel
so viel mal zum konkreten Beispiel, wie wir es machen. Keine Angst, wir gehen jetzt nicht hier durch jedes der roten Kästchen. Die Aussage ist nur die, es gibt, sag mal, unendlich viele Felder, in denen es eben diese Use Cases gibt. Und ich habe vorhin gesagt, dass wir als Inspiration natürlich Beispiele mitbringen. Das hier ist die Einstiegsfolie, wenn wir in die Beispiele reingehen, mit, sag mal, der Kernaussage, dass man eigentlich in allen klassischen Unternehmensdomänen, also sei es Strategie, sei es das Thema Produktentwicklung, Projektmanagement, aber auch in Steuerung, Support, Prozessen eigentlich überall Ansatzpunkte finden kann, wo der Einsatz von Machine Learning oder generativer KI Sinn macht. Wir werden die Unterlagen im Nachgang verteilen, dann kann man sich da in Ruhe nochmal reinfräsen. Wie vorhin gesagt, ganz häufig sind es, wenn wir über generative KI sprechen, Analysefälle, ja, wo man nach Mustern guckt und da irgendwie sich Orientierung holt bei der Analyse von Daten oder eben auch in kreativen Feldern. Ich glaube, das, was momentan wirklich State of the Art ist das ganze Cluster des Anforderungsmanagements, wo man also ungeheure Erleichterungen erleben kann. Ich kann aus meiner automobilen Welt, wenn ich mir vorstelle, wie viel Zeit wir früher in Personas, Erstellung von irgendwelchen Personas und Beurteilung von Produkten eben durch die Augen dieser Personas investiert haben, ist es verrückt, was heutzutage an der Stelle möglich ist und dann, sagen wir, an der Stelle dann auch rein in ein V-Modell, also in die Strukturierung von Produktanforderungen bis runter auf die Komponentenebene und gleichzeitig die Ableitung von ersten Test-Cases. Das ist zum Beispiel ein Fall, der ein wahnsinniges Potenzial in unserer Domäne eben zeigt. Mit vielen anderen, wie gesagt, das soll nur ein Stück weit der Inspiration dienen, dass es da ganz, ganz viele Felder gibt und sich es in der Regel lohnt, sich da mal die Frage zu stellen. Zusammen mit uns natürlich, wo man ansetzen kann. Gut, dann haben wir noch einen ganz konkreten Use Case dabei. Das ist ein Kunde aus der Medizintechnik. In der Medizintechnik haben wir das Spezifikum, dass die formale Dokumentation ganz häufig auf Dokumenten beruht, die inhaltlich wiederum aufeinander aufbauen und auf Templates basieren, was aktuell, sagen wir, einen relativ hohen manuellen Aufwand bedeutet. Einer unserer Kunden wollte genau diese Dokumentenkette eben automatisieren und entsprechende Erstell- und Prüfungssupport haben, um die rein handwerklichen Aufgaben eben an eine Maschine zu übergeben, damit die Mitarbeiter an sich mehr Zeit für hochwertige Aufgaben haben. Das haben Spryfox und wir gemeinsam als Projekt angenommen. Und wenn man Richtung Vorgehensweise guckt, erkennt man auch, und deshalb können wir es auch gern zweiteilen, Christian, erkennt man auch, sagen wir, den Mehrwert in unserer Zusammenarbeit. Das eine ist, dass wir dadurch, dass wir einen Experten von uns als führendes Organ diesen Prozess hatten, der zusammen mit den Experten beim Kunden den Prozess erstmal verstanden hat und auch, sage ich mal, vielleicht erste Prozessoptimierungsideen hatte, haben wir quasi die Kompetenz der Prozesskenntnis zusammen dann aus einer Hand mit euch zusammen, die das dann gleich übersetzen in das Thema KI-Modell. Vielleicht magst du die nächsten 3 übernehmen. Genau, mache ich sehr gerne. Und genau das ist diese Schnittstelle, an der wir arbeiten, die unglaublich spannend ist. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, beim Kunden gibt es einen komplexen Prozess, der aktuell auf eine bestimmte Art und Weise realisiert wird. Dieser Prozess muss komplett verstanden werden, um dann in ein KI-Modell überhaupt gegossen zu werden. Und in den meisten Fällen ist es ja gar nicht mal so, dass der Prozess komplett abgebildet wird, sondern es werden vielleicht Teile davon abgebildet. Es ist immer noch ein Mensch vielleicht irgendwo mit dabei an einer Stelle, so wie wir es hier auch bei diesem Kunden eben mit haben. Das heißt, diese Übersetzung von Prozesswissen in ein KI-Modell, das heißt etwas, wo wir wirklich sagen, okay, es gibt einen relativ klaren Eingang und einen relativ klaren Ausgang und das können wir trainieren und können ein individuelles KI-Modell bauen. Genau das entsteht an dieser Stelle. Wenn wir das erstmal geschafft haben, passiert da eine Schaffung, also in diesem Fall geht es um Dokumentenanalyse. Das heißt, wir bauen ein sogenanntes Grundlagenwissen
Man nennt das in einer vektorisierten Form. Das ist eine spezielle Form, in der diese Dokumente dann gespeichert werden. Das heißt, die ursprünglichen Dokumente, diese Templates, die wir davon haben bei dem Kunden in der Medizintechnik, die werden in eine Vektordatenbank reingeschrieben. Das sind Anforderungen, das sind Beispiele von vergangenen Dokumenten etc., die quasi diese Datengrundlage bilden. Und anschließend werden Abhängigkeiten zwischen diesen Dokumenten, also um diese Kette abzubilden, zum Schluss ebenfalls realisiert in der KI. Und an diesem Punkt ist es auch nicht so, dass wir sagen, okay, bis Punkt 1 arbeitet CoImprove und danach arbeitet SpryFox, sondern das ist kontinuierlich zusammen, gemeinsame Sache, genau. Das ist, glaube ich, also für mich bedient das auch eine Beobachtung, dass also viele Firmen, die auf uns zukommen, da haben wir häufig den Fall, dass die sagen, naja, also wir würden das gerne machen und wir haben auch verstanden, was es ist. Und jetzt kommt zum Beispiel eine interne IT-Abteilung und sagt, gebt uns Use Cases. Und dann rufen uns die Bereichsleiter an und sagen, ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll. Ne? Ich weiß gar nicht, wonach ich suchen soll. Und das ist, sag mal, so das eine, wo wir, glaube ich, über die Kooperation zum Beispiel mit unserem Potenzialworkshop einen echten Mehrwert liefern können. Und das andere ist, dass wir eben häufig auch die Erfahrung gemacht haben, dass KI-Beratungen einfach in diesem industriellen Umfeld sich auch nicht zurechtfinden und sagen, ich weiß gar nicht, was die da eigentlich machen. Und sag mal, da macht es einen großen Wert, ein eingespieltes Team zu haben und da einen ganz wesentlichen Punkt, warum eben KI-Projekte scheitern, vom Tisch zu nehmen. Und da wir das hier in dem Beispiel haben, wir das, glaube ich, ganz gut auch gemeinsam bewerkstelligt. Ja, absolut. Mal auf die Ergebnisse gucken, das ist, glaube ich, die nächste. Ne? Also zum einen ist der Kunde glücklich, weil er wirklich diese inhaltliche Arbeit an den Dokumenten automatisieren kann und da auch entsprechende Effizienzen hebt. Man sieht es im letzten Bullet Point, also irgendwo sind die 25% mal so als Schätzung, was schon mal per se sehr gut ist, finde ich. Sagen wir mal, manche Ergebnisse, zum Beispiel das Heranziehen von bestimmten Normen, hat man bewusst auch nochmal hinterfragt, als man auf den Prozess geguckt hat, also auch ohne jetzt wirklich zu einer KI-unterstützten Lösung zu kommen, hat allein, sagen wir, die Prozessanalyse ihren Wert entfaltet. Das ist auch ein schöner Beifang in so einem Prozess, dass man nicht nur einen bestehenden Prozess irgendwie automatisiert, sondern aufgrund der Expertise, insbesondere dann von uns, vielleicht auch gleich in dem ersten Schritt mit einer Verbesserung starten kann. Und was wir in dem Fall hier auch nochmal hatten, ist, dass durch den Fakt, dass das Modell eben seine inhaltlichen Entscheidungen begründet, das nochmal ein ganz wesentlicher Mehrwert auch für die Anwender war und auch da nochmal für viel Erkenntnisgewinn gesorgt hat, obwohl es schon ein Prozess ist, der eben seit Jahren in der Form gelaufen ist. Also rund und roh haben wir da, glaube ich, einen sehr hohen Mehrwert für unseren Kunden geliefert. Das führt auch dazu, dass wir jetzt gerade an dem Punkt sind, wo wir diese Vorgehensweise auf weitere Dokumentenketten erweitern und auch, sag mal, so eine automatisierte Vordokumentprüfung auch noch angehen. Das heißt, das ist auch so ein klassischer Weg, wie man Dinge erfolgreich machen kann, aus meiner Sicht, dass man wirklich im Kleinen startet, dass man da zeigt, dass es geht, dass man vielleicht auch erkennt, wo Limitierungen sind, bevor man schon zu viel Geld ausgegeben hat und dann irgendwie so Frustration auftaucht, sondern man startet im Kleinen, man probiert aus, man lernt und kann das dann immer weiter ausbauen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, wenn man Nützlichkeit und auch Sinnhaftigkeit von sowas zeigen möchte. Ja, und an der Stelle hilft uns auch die generative KI total, also auch in Implementierung der Lösungen eben zum Beispiel einfach, um da sehr, sehr schnelle Iterationen hinzukriegen. Das heißt, im Vergleich von vor, sagen wir, 5 bis 10 Jahren ist man heute unfassbar viel schneller, einfach die erste Version von einem Prototypen einfach mal auf die Straße zu bringen. Kommen wir zum Abschluss hierzu. Also die Partnerschaft zwischen CoImprove und SpryFox besteht inzwischen seit über einem Jahr und in der Zeit haben wir eine Menge von diesen Potenzialworkshops auch durchgeführt und sehr erfolgreich durchgeführt in verschiedenen Sparten, aber nach dem Prinzip, das Andreas vorhin auch beschrieben hat. Was wir sehen, ist, dass diese Potenzialworkshops unglaublich helfen, einfach erstmal alle Leute an einen Tisch zu bringen
und zu sagen, wir reden jetzt nicht über technische Spielwiesen, wir reden nicht darüber, dass wir sagen, oh, man sollte mal KI und generativ und ein neues Modell, sondern über richtige Probleme zu reden. Von Seite von Common-Proof gucken wir sehr, sehr stark auf diesen wirtschaftlichen Hebel. Das heißt, was sind diese Use Cases, die wir gesehen haben auf der X-Achse vorhin im Graphen, die diesen wirtschaftlichen Hebel haben. Und auf der anderen Seite, wir gucken auf diese technologische Machbarkeit. Das heißt, wir haben diese zwei Experten einfach mit am Tisch, die das von beiden Seiten beleuchten. Und dann kommen wir hoffentlich zu den Use Cases, die beides abdecken, beziehungsweise eine Priorisierung der Use Cases, die dann beides abdecken. Zweitens, wir gucken ganz stark auf die realen Prozesse. Und das ist wirklich etwas, was, wenn wir eine reine KI-Beratung nehmen zum Beispiel, könnte es häufiger passieren, dass man sagt, man hat eine neue isolierte Applikation und die macht jetzt KI irgendwo, aber die ist überhaupt nicht richtig in die realen Prozesse integriert. Und das ist etwas, was wir durch diese Partnerschaft sehr, sehr früh einfach mit auf den Weg kriegen, einfach wiederum, weil wir es von beiden Seiten beleuchten. Das heißt, wir gucken drauf, in reale Prozesse integriert und nicht als eine Insellösung, die theoretisch zwar funktioniert, aber nirgendwo integriert ist. Wir kommen auf die Art und Weise aus unserer Erfahrung sehr viel schneller zu einem messbaren Nutzen, weil wir einfach die Priorisierung dieser Use Cases, die sich rechts oben in dem Graph befinden, relativ schnell angehen. Das heißt, sie haben eine hohe technische Machbarkeit. Das heißt, wir können in relativ kurzer Zeit einen Piloten, einen kleinen Prototypen bauen. Gleichzeitig haben sie einen hohen Nutzen. Das heißt, bereits diese erste Version kann bereits einen wirtschaftlichen Mehrwert eben einfach bringen. Und der Schritt zum zweiten, zum vollen Produkt ist dann oftmals schneller. Wir gucken durch diese Zusammenarbeit auch viel, viel stärker auf das Thema Nachhaltigkeit. Also was wir vermeiden wollen, ist dieser Pilotfriedhof, den wir vorhin auf einen dieser Folien eben gesehen haben. Natürlich kann es immer noch passieren, dass man sagt, okay, das Thema ist ein bisschen risikobehafteter, man fängt mit einem Piloten an, das kann passieren, aber unser Ziel ist Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist, dass es in den Prozessen in der Firma etabliert ist, mit einem wirtschaftlichen Hebel, den wir auch messen können tatsächlich. Das heißt, insgesamt Managementberatung, Businessverantwortung mit dem KI-Engineering ist aus unserer Sicht einfach eine Kombination, und deswegen machen wir das in dieser Partnerschaft sehr erfolgreich, die unglaublich viel Sinn macht, um da Produkte mit hohem Potenzial auch realisieren zu können. Genau. Nichts zu ergänzen von meiner Seite. Und jetzt freuen wir uns über Diskussionen und Fragen. Sehr gut. Ganz genau. Also wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie sie gerne. Vielen Dank euch beiden schon mal. Geben wir ein bisschen Zeit. Dann können wir die Fragen gerne beantworten. Ich sehe gerade, wir haben eine Frage. Die Entscheidung, ob wir zuerst einen Prototyp oder direkt eine nachhaltige Lösung bauen. Das hängt tatsächlich, also wir haben vorhin gesehen, wir bewerten die Use Cases auf der einen Seite nach dem wirtschaftlichen Hebel, auf der anderen Seite nach der technischen Realisierbarkeit. Und im Rahmen von dieser technischen Realisierbarkeit kann es passieren, dass wir sagen, okay, es gibt einen Use Case, da ist uns eigentlich komplett klar aus Analytics-Seite, aus KI-Seite, wie er umgesetzt wird. Wir haben eine bestimmte Variable, die wollen wir vorhersagen. Die Datenlage ist gut dafür. Das wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genauso funktionieren. Dann geht man direkt in die nachhaltige Lösung. Da gibt es überhaupt keinen Grund, dass man sagt, man fängt erstmal an mit einem Prototypen. Ab und zu ist es so, dass man sagt, okay, das, was hier realisiert werden soll, ist was sehr, sehr Neuartiges. Und da kann es einfach sein, dass es Sinn macht zu sagen, okay, wir verbrauchen eine bestimmte Anzahl an Tagen, sagen wir 2-3 Wochen oder so etwas, um erstmal herauszukriegen, ist das überhaupt technisch machbar? Da gehen wir auf den Prototypen, um dann anschließend natürlich immer mit dem Ziel, nachhaltige Lösungen weiterzumachen. Aber eigentlich hängt es vom Risiko ab, das wir haben. Ja. Ich habe noch eine weitere Frage. Hat die generative KI auch eure Arbeit als KI-Entwickler verändert? Ja, sehr, sehr stark tatsächlich, muss man sagen. Also unser Bereich, unsere Arbeit, wie wir arbeiten, wir machen das in der Industrie seit 15 Jahren quasi, entwickeln wir im Endeffekt KI-Lösungen und das hat sich unglaublich stark einfach geändert. Die generative KI hilft uns natürlich auch bei unserer Arbeit. Das heißt, das Coding ändert sich. Auf der einen Seite die Menge an Skills, die ein
ein Data Scientist oder ein Entwickler hat, die ist einfach unglaublich viel breiter. Man greift auf sehr viel zu und die Iterationen werden sehr viel schneller. Das heißt, da, wo man vielleicht früher gesagt hat, so ein Prototyp, der dauert ein halbes Jahr, das ist heutzutage deutlich, deutlich schneller. Und das hat einen riesigen Vorteil gleichzeitig auch, weil das erlaubt eben, Sachen sehr, sehr schnell auszuprobieren. Das heißt, wenn in diesem oberen rechten Quadranten 3, 4 Use Cases auftauchen, die alle Potenzial haben, stoppt einen niemand heutzutage eigentlich alle 3, 4 in einer kurzen Zeit zu testen, um danach auf den zu gehen, der den größten Hebel verspricht. Also hat unsere Arbeit ganz, ganz stark tatsächlich geändert. Ja, also unsere auch, das ist so. Also das Beratungsgeschäft hat sich komplett gewandelt. Also all das, wofür du früher einen Juniorberater hattest, der, sag mal, tagelang sich durch irgendwelche Daten gefräst hat, das brauchst du eigentlich nicht mehr. Genauso wie du ganz stark einen Wandel hast vom diesem Erklär mir, was es ist, ja, auch das möchte eigentlich keiner mehr haben, weil sich jeder irgendwie selber mit irgendeinem Agenten raussuchen kann, sich zusammenbasteln kann. Du hast einen ganz starken Wandel in dem Beratungsgeschäft hinzu und wie kriege ich es jetzt implementiert, wie kriege ich es ans Arbeiten. Also es hat einen ganz hohen Impact auch auf unser Geschäftsmodell, muss man ganz klar sagen. Nächste Frage, was sind denn typische Anwendungsfälle, die in der produzierenden Industrie gesucht sind? Gut, ich sag mal, einen habe ich vorhin beschrieben, das ist das Thema Anforderungsmanagement. Da ist ein ganz hoher Druck gerade drauf. Wir können aber zu dem Bild vielleicht auch gehen. Das, was wir auch unser Beispiel so Dokumentenmanagement ist ein ganz großes Feld. Wenn wir Richtung auch Qualitätssicherung gehen, ist natürlich auch ein Feld, in dem ein hoher Grad von Wertschöpfung gesehen werden kann. Auch sonst das ganze Thema. Ich war jetzt gerade mit einem Servicebereich zusammen, die ihr gesamtes Kundenfeedback zum Beispiel mit KI-Tools unterstützen lassen, weil du quasi dein Gespräch mit dem Kunden mitschneidest auf einer Messe, dass das viel effizienter läuft, da viel schneller Muster draus erkennst, auch Analyse von Felddaten, wenn man in Erkennen von irgendwelchen Fehlermustern reingeht. Das sind so Fälle, wo gerade sehr viel passiert Richtung KI. Dann die nächste Frage wäre, ob ihr was dazu sagen könnt, wie die Mitarbeiter der Unternehmen, mit denen ihr KI-Lösungen umsetzt, darauf reagieren. Ob es Vorbehalte gibt oder Ängste und ob das Thema überwiegend positiv betrachtet wird. Vielleicht mal an. Ich sag mal so, das ist, fang du an, ja. Ja, also das ist, glaube ich, wie bei so vielen Dingen, ist mein Modell, dass ich gern bemühe, die gaußsche Normalverteilung. Das heißt, da gibt es welche, die sind absolut affin und begreifen das nur als Chance, wo man eher aufpassen muss und wo man sie bremsen muss. Es gibt auf der anderen Seite dieser Kurve Menschen, die sich bedroht fühlen. Also so im Sinne von, gibt es dann meine Aufgabe noch, gibt es meine Rolle noch, die da eher ängstlich dem gegenüberstehen. Und in der Mitte gibt es die breite Masse, die offen ist, die aber auch an die Hand genommen werden will. Also ich sehe wirklich da eine ordentliche Normalverteilung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das mit den Mitarbeiterinnen gemeinsam erarbeitet und dass man die auf diese Reise mitnimmt. Zum einen, weil sie ein unglaubliches Potenzial an Ideen haben, die ich nutzen kann, um zu einer guten Lösung zu kommen. Und zum anderen, weil am Ende bei aller, sagen wir mal, maschineller Unterstützung es doch Menschen sind, die diese Systeme bedienen und die am Ende auch in der Verantwortung für das Ergebnis bleiben. Das ist aus meiner Sicht ein ganz großes Risiko, dass so dieses, naja, ich muss da nicht mehr drauf gucken. Sagen wir, im tiefsten Inneren ist ja jeder auch froh, wenn einem Arbeit abgenommen wird. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man das von Anfang an auch klar macht, mit einem einfachen Code of Conduct, irgendwas, wo man schon nochmal klar macht, was ist eigentlich die Rolle Mensch, nämlich am Ende da nochmal gewissenhaft drauf zu gucken und nicht Ergebnisse einfach eins zu eins
durchzurouten. Von daher ist es schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Menschen auf dieser Reise mitzunehmen. Christian, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Ich kann absolut dem zustimmen, was du gerade eben gesagt hast. Das passt aus meiner Beobachtung genauso. Was ich vielleicht so aus technischer Sicht noch mitgeben würde, aus der KI-Entwicklungssicht. Also das Thema Erklärbarkeit ist einfach unglaublich wichtig geworden. Das war schon vor der generativen KI so. Wenn es klassische Machine Learning-Algorithmen gab, die irgendetwas vorhergesagt haben, dass der Mensch tendenziell mit einer Entscheidung, die eine KI trifft, egal wie gut sie theoretisch ist, oftmals nicht zufrieden ist. Aber es braucht diese Erklärbarkeit eben dahin. Das heißt, wenn wir sagen, alles klar, ich als KI hab hier eine Vorhersage und diese Vorhersage, die mache ich, weil A, B und C, damit mit genau solchen Sachen nimmt man Menschen eben einfach auch mit. Weil zum Schluss ist es genauso, wie du gesagt hast, Andreas, die Verantwortung ist bei Menschen. Und das heißt, wenn ich als Mensch nicht nur eine Entscheidung von der KI habe, da kann ich auch nicht viel mehr machen, als zu sagen, ich traue ihr generell oder ich traue ihr nicht. Aber wenn ich die Entscheidungsgrundlage noch mitkriege, dann hilft mir das einfach mit. Ja. Vielleicht noch eine Follow-up-Frage Richtung Vorbehalte. Wie geht ihr mit dem geschützten Wissen der Unternehmen bei der Umsetzung um? Ja, hat einen super, super hohen Stellenwert, also auch bei dem Use Case, den wir vorhin zum Beispiel vorgestellt haben, weil ganz häufig, wenn es zum Beispiel um generative KI, das heißt, wir haben Sprachmodelle, auf denen wir arbeiten, arbeiten diese Sprachmodelle auf den internen Dokumenten, die in der Firma sind. Das heißt, wir schicken unsere Daten zu ChatGPT und hoffen auf das beste. Lösungen fallen dann natürlich raus. Wir haben ganz oft eben lokale Lösungen, die wirklich in Deutschland sind, stellenweise auf deutschen Cloud-Servern zum Beispiel, aber wir hatten auch ganz viele Fälle, in denen das wirklich dann auf lokalen Servern bei der Firma eben einfach ist, weil die Daten auf keinen Fall die vier Wände, sage ich mal, verlassen dürfen. Das heißt, das ist gerade wenn wir in dem Bereich generativer KI sind, unglaublich wichtig, weil da geht es zum Schluss darum, dass potenziell 100.000 Dokumente, die irgendwo sind, dort bleiben, wo sie bleiben sollen. Also es ist immer im Hinterkopf und bei jedem Thema, das wir haben, wirklich mit hoher Priorität dabei. Ja. Dann noch eine weitere Frage. Wenn ein Use Case heute spannend klingt, wird er morgen vielleicht schon durch Standard-KI abgedeckt. Wie bewertet man die Langlebigkeit eines Use Cases? Ja, Expertenwissen ist das eine. Ich glaube, dadurch, dass man sowohl Spryfox als auch wir halt viel rumkommen und ihr das aus der technischen Sicht beurteilen könnt, wir, sagen wir, ein Stück weit auch einfach sehen, was in den Industrien, in der Welt da draußen passiert, haben wir, glaube ich, ein gutes Beurteilungsvermögen. Auf der anderen Seite bräuchte man eine Glaskugel, ne? Um das immer vorherzusehen, und ich habe sie nicht. Ich kenne niemanden, der eine hat, von daher habe ich das Risiko immer. Ich glaube, eine ganz wesentliche Fähigkeit, die man über diesen Ansatz auch lernen kann, ist, immer wieder neue Themen aufzureißen oder bestehende inkrementell weiter zu entwickeln. Das ist eigentlich die Chance, die ich darin sehe. Und ja, natürlich werde ich irgendwann mal vielleicht zurückgucken und sagen, Mensch, das, was wir damals für das Ei des Kolumbus gehalten haben, das kriegst du heute an jeder Ecke. Aber was wir auch in so einem Fall gewonnen hätten, ist allein die Fähigkeit, ein Potenzial zu erkennen und es gemeinsam nutzbar zu machen. Und das ist eine Fähigkeit, die ich immer wieder einsetzen kann. Und im besten Fall bleiben meine Use Cases möglichst lange unique und entwickeln sich zu einem immer größeren Netz. Aber klar, im Einzelfall kann das sein, dass man irgendwann mal zurückguckt und sich denkt, ja, war mal eine coole Idee, aber heute ist das Standard. Ich glaube, eine Glaskugel habe ich auch nicht. Was ich hätte, wäre die Metapher einer Welle, also dass die KI zurzeit im Endeffekt eine Welle ist, auf der wir als Unternehmen einfach auch mitreiten müssen. Und theoretisch, wie Andreas gesagt hat, kann das sein, dass der Use Case, den wir jetzt entwickeln, durch die Standard-KI abgedeckt wird. Aber wenn wir uns Standard-KIs angucken, das heißt, wenn wir einfach denken an, ob es ChatGPT oder Claude und Konsorten sind, im Endeffekt, die sind sehr, sehr generisch. Einfach auf der Art und Weise, wie sie natürlich aufgebaut sind das sehr, sehr generische KIs. Und das wird auch so bleiben.
Und da ist es einfach höchstwahrscheinlich das, was wir im Unternehmen brauchen, was wir aus unserer Sicht immer sehen, ist was Spezifisches, weil wir reden über die Prozesse, die im Unternehmen drin sind. Ja. Da kann es durchaus sein, dass es ein neues Framework gibt, dass wir sagen, alles klar, nach einem Jahr gibt es hier ein neues Agenten-Framework, auf das wir setzen. Alles klar, das ist häufig aber keine riesige Änderung, die man im Endeffekt macht. Das heißt, eigentlich wird es so ein lebender Organismus, dass man sagt, man hat verschiedene KIs, die man irgendwie hat und man muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass die Software halt keine 10 Jahre im Unternehmen bleibt, sondern kontinuierlich werden Teile ausgetauscht. Ja. Das lebt einfach, das ist Teil. Die Alternative wäre ja höchstens zu sagen, wir springen nicht auf die Welle und gehen nicht mit und hoffen, dass irgendwann eine Standard-KI kommt. Das wäre eine sehr schlechte Lösung. Ja. Ja. So, ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen und wir sind auch schon quasi am Ende. Dann würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. Danke, ja. Danke auch Und allen. vielen Dank den Teilnehmern. Wunderbar. Vielen Dank, hat uns sehr gefreut. Ja. Schönen Abend. Wir schicken im Nachgang die Folien und noch den Link zur Studie und wünschen allen einen schönen Abend. Super. Also, Dankeschön. tschüss. Ciao, ciao.